Hi, ich bin Bennett und heute fange ich mal mit der großen Inspektion für die Africa Twin an. Und das Video soll jetzt nicht speziell darum gehen, wie man jetzt genau dieses Motorrad zerlegt oder irgendwas an dieser Africa Twin speziell macht, sondern ich dachte, ich teile einfach mal so ein bisschen allgemeine Tipps, wie ich mit bestimmten Dingen umgehe, anhand des Beispiels, während ich hier ein bisschen was dran schraube. Und der erste ist, ich fange grundsätzlich immer mit dem Ölwechsel an. Der Grund, warum ich gerne mit dem Ölwechsel anfange, ist hauptsächlich, weil das einfach sehr, sehr befriedigend ist. Man kann kaum was falsch machen und dann ist auf jeden Fall schon mal der wichtigste Schritt gleich am Anfang erledigt. Was ich mir außerdem angewöhnt habe, wenn man irgendeinen so einen Bausatz wie hier diese Sturzbügel-Bodenschutzgruppe fertig abgebaut hat, kann man die Schrauben entweder in der Tasche oder in so einem Dings erstmal gut sammeln. Aber wenn man dann halt nicht mehr weiß, welche Schrauben zu was gehören, habe ich mir angewöhnt, so Gefrierbeutel oder Frühstücksbeutel zu nehmen. Die sind noch ein bisschen billiger. So ein Rollen im Supermarkt. Und alle Kleinteile und vor allen Dingen halt die Schrauben kommen in den Plastikbeutel. Muss man darauf achten, dass man nichts mehr in den Taschen hat. Und der mit ein Stück billigem Paketband, Kreppband, wie auch immer, idealerweise so ein bisschen zugeklebt, dass hier auch nichts rausfallen kann, da so dran. Dann weiß man immer direkt, das Zeug gehört dazu und man muss am Ende nicht raten, welche Schrauben zu was gehören, und außerdem, wenn man es ganz ordentlich macht, hat man am Ende auch keine übrig. Schaut, dass ihr die wirklich warm fahrt. Auch jetzt nicht nur so ganz kurz dreimal um den Block, sondern halt schon so, dass die richtig in Schwung geht. Alle Gänge durchgeschaltet worden sind. Jetzt auch die Motordrehzahl nicht immer nur im untersten Bereich war, nicht schon im fünften Gang 50 durch den Ort gefahren sein, sondern schön, dass das Ding richtig in Bewegung kommt. In meinem Verständnis, wie das ganze Zeug zu funktionieren hat, ist es halt so, dass ich ja nicht das Öl tausche, weil das Öl jetzt tatsächlich schlecht ist, im Sinne von, das Öl selber ist jetzt irgendwie kaputt gegangen oder sowas. Sondern vor allen Dingen ist es ja so, dass durch die Bewegung im Motor Dreck, Staub und Schmutz sich natürlich hier ganz viel Sediment ablagert. Und das will ich ja loswerden. Deswegen filtert der das, ist ja auch ein Ölfilter drin und so. Und das Sediment, das setzt sich natürlich, wenn das Motorrad steht, alles nach unten ab. Schwerkraft ist ja logisch. Und wenn man das Motorrad halt nicht richtig warm fährt, also dass es ruckelt und dass es auch mal richtig in die hohen Drehzahlbereiche kommt, dann löst sich dieses ganze Sediment nicht wirklich gut. Also dann habe ich halt das Problem, wenn ich das Motorrad nur im Stand warm laufen lasse, einfach nur im Leerlauf, Hauptsache es ist irgendwie Motortemperatur da, dann liegt das ganze Zeug ja trotzdem da noch drin. Ja, vielleicht ist das alles ein bisschen übertrieben, aber das ist ja der kritischste Teil. Das ist das Einzige, was man immer bei jedem Inspektionsintervall macht, ist ein Ölwechsel. Auch wenn man vielleicht nicht immer den Filter tauschen soll, den ich aber trotzdem immer mittausche, ist es halt das, was halt eben immer am kritischsten ist. Deswegen ordentlich warm fahren. Und beim Motoröl muss ich ehrlich zugeben, ich habe so keine Ahnung, ob es da wirklich wichtig ist, was Gutes oder Hochwertiges zu nehmen. Ich nehme das Zeug von Motul schlichtweg und ergreifend, weil es das billigste vollsynthetische ist. Ob das die richtige Wahl ist, keine Ahnung, aber bisher laufe ich damit ziemlich gut.
Der Sponsor des heutigen Videos bin ich. Unter bennetsmotortours.com findet ihr Packlisten, Bildbände und die GPX-Files zu fast allen meinen Reisen. Und natürlich den üblichen Merch. Ihr könnt darüber hinaus natürlich auch noch Mitglied des Kanals werden. Ich produziere meinen Content zum Teil Wochen im Voraus und damit bekommt ihr natürlich Zugriff auf alle Videos vor allen anderen. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile an Tag 5 oder so. Also nicht volle Tage mit Schrauben basteln, ich habe auch noch anderes zu tun, aber trotzdem Tag 5 irgendwie mit allem drum und dran. Ich habe es jetzt mittlerweile geschafft, hier den Ventildeckel abzunehmen. Also ich bin tatsächlich bereit, das Ventilspiel zu messen. Ich sag's euch ganz ehrlich, das ist Drecks-Scheiß-Kram. Das ist, wenn es ein Motorrad gäbe, weiß ich nicht, irgendwas mit einem 21er Vorderrad, was irgendwo Baujahr 2008, 2010 ist. Ich glaube, ich würde es mir holen. Ab jetzt ist es das zweite Mal, dass ich das mache. Ich hatte schon wieder vergessen, wie zum Kotzen ich das zum ersten Mal fand. Weil du an keine einzige Scheiße hier rankommst. Du musst ständig das Werkzeug wechseln. Bei den gleichen Schrauben, bei dem blöden Ventildeckel sind dreimal die gleiche Schraube, aber ich muss trotzdem dreimal irgendwie gucken, wie ich da rankomme mit Winkeln hier und Verlängerung dort. Das macht aber keinen Spaß. Das ist keine Ahnung, wem das noch Spaß macht, aber ich kann jeden Mechaniker verstehen, der sagt, auf die Scheiße habe ich keinen Bock mehr. Naja. Ich gehe das jetzt durchmessen, in der Hoffnung, dass ich nichts einstellen muss. Und dann schauen wir mal. Das Gute ist, ich habe es geschafft, die ganzen Ventile einzustellen. Es ist eine Scheißarbeit, da hinzukommen und es ist wahrscheinlich völlig unmöglich für irgendeine Nicht-Honda-Werkstatt, da jetzt irgendwie was mit Bälle ausbauen, Shims tauschen, keine Ahnung was für die Einlassventile. Die Auslassventile gingen tatsächlich, wenn man sich dann reingefuchst hatte, super easy einzustellen. Sogar mit einem Drehmomentschlüssel zu kontern, wenn man sich das lang genug macht. Das ist zwar nicht perfekt 10 Newton dann mehr, aber reicht völlig aus. Alles ist super fest, Ventile sind nice. Ich habe es jetzt ein paar Mal durchgedreht und dann nochmal gemessen, nochmal durchgedreht, nochmal gemessen. Die Ventile passen jetzt alle ziemlich nice. Und das Gute ist, ich muss es jetzt nicht zum Händler bringen, aber ich glaube nicht, dass ich das nochmal mache. Was jetzt noch fehlt, ist jedes Teil halt einmal putzen und den Scheiß wieder zusammenbauen. Ich habe jetzt hier leider beim Ventildeckel festgestellt, dass das Gummi hier so minimal eingerissen ist. Also die Dichtung vom Ventildeckel. Das hat vorher keine Probleme gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob es beim Ausbau passiert ist, aber ich werde das einfach ignorieren und obwohl das nicht vorgeschrieben ist, dann einfach so mit ein bisschen Dichtmittel da was machen. So, the moment of truth. Zündung geht immerhin schon mal. Ich habe noch nicht alles fest verschraubt, aber Tank ist drauf. Das ist jetzt der Moment, wo ich das jetzt testen kann. Wenn ich richtig Pech habe, kann ich alles wieder auseinanderbauen, weil irgendwas falsch läuft. Aber wir schauen mal. Ich könnte echt heulen. Es sieht so aus, dass der scheiß Ventildeckel nicht dicht ist. Das läuft da vorne alles runter.
Das heißt, ich muss alles wieder auseinanderschrauben, um zu gucken, ob ich diesen scheiß Ventildeckel irgendwie dicht kriege. Und ich werde es erst wieder wissen, ob er wirklich dicht ist, wenn ich alles wieder zusammengeschraubt habe. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe so keinen Bock mehr. Aber gut, das müssen wir uns jetzt nicht angucken. Die Tipps habt ihr gesehen, was ich da so mache oder nicht mache. Ich werde es auf jeden Fall an diesem Motorrad nicht nochmal machen. Tja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst mir ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. We're dancing in the bright light.